Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, ich bin Dr. Hermann, Kardiologe und Facharzt für Ernährungsmedizin. Heute möchte ich mit Ihnen über eine der häufigsten, aber am meisten unterschätzten Gefahren für unsere Gesundheit sprechen: Cholesterinablagerungen in den Arterien, also den Blutgefäßen. Millionen von Menschen leben, ohne zu wissen, dass ihre Gefäße verstopft sind. Müdigkeit, häufiges Schwindelgefühl, ständig kalte Hände oder Füße, Herzklopfen, Druckgefühl in der Brust – all dies sind ernstzunehmende Warnsignale dafür, dass Ihr Blut nicht mehr ungehindert durch Ihren Körper fließen kann. Der Grund dafür sind nicht immer die Fette oder Zucker, die Sie zu sich nehmen. In der Regel handelt es sich um einen stillen und schleichenden Prozess, der durch ein Ungleichgewicht zwischen gutem und schlechtem Cholesterin verursacht wird, das Ihre Arterien langsam verstopft. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen erzählte, dass ein ganz einfaches Lebensmittel, das Sie wahrscheinlich jeden Tag in Ihrer Küche verwenden, diesen Prozess umkehren kann? Ich spreche nicht von teuren Medikamenten oder komplizierten Diätprogrammen. Ich spreche nur von einem einfachen Lebensmittel, das seit Jahrhunderten in der Naturheilkunde verwendet wird und dessen Wirksamkeit auch durch die moderne Wissenschaft bestätigt wurde: der Zwiebel. Ja, Sie haben richtig gehört. Diese bescheidene Knolle, die wir jeden Tag zur Hand haben, ist ein wahres Wundermittel für Ihre Arterien. Neueste Forschungen zeigen, dass bestimmte Inhaltsstoffe der Zwiebel, insbesondere Quercetin und Schwefelverbindungen, Entzündungen bekämpfen, Ablagerungen auflösen und die Durchblutung verbessern und so den Cholesterinspiegel deutlich senken können. Heute werde ich Ihnen nicht nur erklären, warum Zwiebeln so wirkungsvoll sind, sondern Ihnen auch ein konkretes Rezept vorstellen. Eine sehr wirksame hausgemachte Kur, die Sie noch heute Abend zubereiten können. Es handelt sich um ein mildes Zwiebelgetränk, das Ihre Arterien reinigt, Ihren Blutdruck reguliert und Ihr Herz stärkt. Bleiben Sie unbedingt bis zum Ende dieses Videos dabei, denn ich werde Ihnen ausführlich erklären, wie dieses Rezept genau funktioniert, wann Sie es trinken sollten und welche kritischen Fehler Sie vermeiden müssen, damit es seine volle Wirkung entfalten kann. Aber vor allem werden Sie entdecken, warum Zwiebeln nicht nur ein Lebensmittel sind, sondern auch echte Lebensretter. Lehnen Sie sich jetzt zurück und entspannen Sie sich. Sie werden erfahren, wie eine einfache Entscheidung in Ihrer Küche das Schicksal Ihres Herzens verändern kann. Zwiebeln sind viel mehr als nur eine Gewürzpflanze, die wir in der Küche verwenden. Sie sind eine wahre biochemische Schatzkiste. Ihre Schichten verbergen Verbindungen, die in der modernen Medizin zunehmend Beachtung finden, da sie direkt auf die Hauptursachen für hohen Cholesterinspiegel und Arterienverengung einwirken. Die erste dieser Verbindungen ist Quercetin. Es handelt sich dabei um ein starkes Flavonoid, also ein pflanzliches Antioxidans, das dem Zwiebel ihre gelbliche Farbe und ihren charakteristischen Geschmack verleiht. Quercetin ist eines der stärksten natürlichen Antioxidantien, die wir kennen. Es schützt die Gefäßwände, neutralisiert freie Radikale und verhindert vor allem die Oxidation des als schlechtes Cholesterin bekannten LDL-Cholesterins. Genau dieser Oxidationsprozess ist der Ausgangspunkt für Arterienverkalkung, Arteriosklerose. Wenn schlechtes Cholesterin oxidiert, haftet es wie ein Klebstoff an den Wänden der Blutgefäße, verengt den Blutfluss und bildet gefährliche Plaques. Quercetin wirkt wie ein Schutzschild, das diesen Prozess stoppt. In klinischen Studien wurde nachgewiesen, dass Menschen, die regelmäßig Zwiebeln oder quercetinreiche Lebensmittel zu sich nehmen, deutlich niedrigere LDL-Werte und eine bessere Durchblutung haben. Quercetin ist jedoch nur ein Teil des Geheimnisses dieses heilkräftigen Gemüses. Die zweite große Waffe der Zwiebel sind organische Schwefelverbindungen. Insbesondere die Substanz Allicin, die entsteht, wenn Zwiebeln geschnitten oder zerkleinert werden. Diese Verbindungen verleihen der Zwiebel ihren scharfen Geruch, haben aber auch eine unglaubliche medizinische Wirkung. Allicin erweitert die Blutgefäße, senkt so den Blutdruck und unterstützt die Mikrozirkulation, also die Durchblutung der Kapillaren. Die Mikrozirkulation ist der Blutfluss in den kleinsten, feinsten Gefäßen, die unser Herz, unser Gehirn und unsere Muskeln besorgen.
Eine gute Kapillardurchblutung bedeutet, dass jedes Organ ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, der Körper Giftstoffe besser ausscheiden kann und vor allem keine gefährlichen Ablagerungen entstehen können. Außerdem aktivieren Schwefelverbindungen die Enzyme in unserer Leber. Diese Enzyme sind dafür verantwortlich, das Cholesterin abzubauen und auszuscheiden. Das heißt, Zwiebeln helfen dem Körper, Cholesterin auf natürliche Weise auszuscheiden, ohne dass Medikamente erforderlich sind. Interessant ist, dass viele dieser wertvollen Verbindungen sehr hitzeempfindlich sind. Wenn Sie Zwiebeln zu stark anbraten oder in Fett frittieren, zerstören sie leider die Wirkstoffe, die sie so wertvoll machen. Deshalb ist es sehr wichtig, Zwiebeln schonend zuzubereiten. Am besten sind sie gekocht, leicht gedünstet oder, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, mit der Aufgussmethode zubereitet. Genau dieses Prinzip werden wir gleich anwenden. Bevor wir mit der Zubereitung des Rezepts beginnen, möchte ich einen sehr wichtigen Punkt hervorheben. Hier geht es nicht nur darum, eine hausgemachte Kur auszuprobieren, sondern auch darum, eine gesunde Gewohnheit zu entwickeln, die Ihren Stoffwechsel jeden Tag entlastet. Sehen Sie, Cholesterin ist eigentlich kein Feind. Es ist ein wichtiger Baustein, den jede Zelle unseres Körpers benötigt. Es wird erst dann gefährlich, wenn die Entzündungsprozesse im Körper außer Kontrolle geraten. Zwiebeln gehen genau an die Wurzel des Problems. Sie lindern Entzündungsprozesse im Körper, regulieren Hormone und stärken die Leber, unser wichtigstes Organ für die Fettverarbeitung. Wir können mit Sicherheit sagen, Zwiebeln sind keine Medizin, sondern eine Therapie in Form von Lebensmitteln. Und wenn Sie sie richtig anwenden, können Sie Ihr Herz schützen, Ihre Gefäße reinigen und Ihre verlorene Energie auf natürliche Weise zurückgewinnen. Im nächsten Abschnitt werde ich Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie diese Zwiebelkur zubereiten, die in klinischen Beobachtungen zu einem deutlichen Rückgang des Cholesterinspiegels geführt hat. Und ich werde Ihnen ausführlich erklären, wann und wie Sie sie einnehmen müssen, damit sie ihre volle Wirkung entfalten kann. Nun kommen wir zum spannendsten Teil, dem Rezept selbst. Diese einfache, aber äußerst wirksame hausgemachte Kur wird in der Volksmedizin seit Generationen zur Regulierung des Blutdrucks, zur Senkung des Cholesterinspiegels und zur Reinigung der Blutgefäße eingesetzt. Sie basiert auf einem alten Sprichwort: Deine Nahrung sei deine Medizin sei deine Nahrung. Zutaten: 2 mittelgroße Zwiebeln. Ideal sind rote oder gelbe Zwiebeln, da diese den höchsten Gehalt an Quercetin und Antioxidantien aufweisen. 500 Milliliter, ein halber Liter gefiltertes Wasser. Damit die Wirkstoffe optimal ins Wasser übergehen können, ist es wichtig, dass das Wasser chlorfrei und rückstandsfrei ist. 1 Teelöffel frisch gepresster Zitronensaft. Dieser verstärkt die Wirkung der Kur und liefert natürliches Vitamin C. Optional ein halber Teelöffel Honig. Dieser mildert den Geschmack, ohne die Wirkung zu beeinträchtigen. Wenn Sie Diabetes haben, sollten Sie keinen Honig hinzufügen. Zubereitung: Zuerst die Zwiebeln schälen und grob hacken, aber nicht zu fein. Unser Ziel ist es, dass die bioaktiven Stoffe langsam ins Wasser übergehen können. Geben Sie die gehackten Zwiebeln in einen Topf. Gießen Sie 500 Milliliter Wasser hinzu und bringen Sie das Ganze zum Kochen. Sobald das Wasser zu kochen beginnt, reduzieren Sie die Hitze sofort auf ein leichtes Köcheln und lassen Sie die Mischung etwa 10 Minuten lang sanft ziehen. Sie können den Deckel geschlossen halten. Während dieses Vorgangs werden Sie feststellen, dass sich der Geruch verändert. Das Wasser nimmt eine leicht goldgelbe Farbe an. In diesem Moment werden die Quercetin-Moleküle und Schwefelverbindungen an das Wasser abgegeben. Nehmen Sie den Topf nach 10 Minuten vom Herd und lassen Sie die Mischung abkühlen. Nach dem Abkühlen sieben Sie das Wasser mit einem feinen Sieb oder einem sauberen Mulltuch. Ergebnis? Sie haben ein mildes, leicht süßliches Getränk erhalten, das Ihre Gefälze von innen reinigt. Anwendung: Trinken Sie jeden Abend etwa 30 Minuten vor dem Schlafengehen ein Glas, also ca. 250 Milliliter dieses Kurgetränks. Warum gerade abends? Weil Ihr Körper sich abends in einen Erholungsmodus versetzt.
Leber, Blutgefäße und Herz arbeiten in diesen Stunden besonders intensiv an der Regeneration. Genau in dieser Phase kann das in der Kur enthaltene Quercetin Entzündungen hemmen, während Schwefelverbindungen die Durchblutung fördern und den Cholesterinstoffwechsel anregen. Dauer? Um einen Unterschied zu spüren, sollten Sie dieses Heilmittel mindestens 21 Tage lang täglich einnehmen. Viele meiner Patienten berichten, dass sie bereits nach 2 Wochen besser schlafen, ihr Puls ruhiger ist und das schwere Gefühl in Brust und Beinen nachlässt. Fehler, die Sie vermeiden sollten. Die Zwiebeln zu lange kochen. Übermäßige Hitze zerstört das Quercetin. Am besten ist es, sie vorsichtig bei geringer Hitze zu kochen. Zucker hinzufügen. Weißer Zucker hemmt die antioxidative Wirkung der Kur und fördert Entzündungen. Unregelmäßige Anwendung. Nur eine regelmäßige tägliche Einnahme führt zum Erfolg. Wenn Sie die Kur nur an manchen Tagen einnehmen, verringert sich ihre Wirkung. Falsche Lagerung. Die zubereitete Kur ist im Kühlschrank maximal 48 Stunden haltbar. Nach 48 Stunden verliert sie ihre Wirksamkeit. Am besten bereiten Sie sie täglich oder alle 2 Tage frisch zu. Warum wirkt diese Kur? Diese Zwiebelkur wirkt auf mehreren Ebenen. Sie hilft, Plaques aus den Arterien zu lösen, bevor sie verhärten. Sie unterstützt die Leberfunktion, damit überschüssiges Cholesterin abgebaut und ausgeschieden wird. Sie reduziert chronische Entzündungen, die für die Verengung der Blutgefäße verantwortlich sind. Und es stärkt das Immunsystem, wodurch der Alterungsprozess der Arterien verlangsamt wird. Ein Glas dieses einfachen Getränks pro Tag ist kein Wunder. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, die Sie täglich für Ihre Gesundheit treffen. Es ist eine kleine, aber wirkungsvolle Gewohnheit, die Ihr Herz, Ihr Gehirn und Ihre Energie nachhaltig verändern wird. Liebe Zuschauer, die Natur hat uns einfache, aber äußerst wirkungsvolle Mittel geschenkt. Und die Zwiebel ist eines davon. Sie ist kein teures Medikament oder exotisches Superfood, sondern ein Lebensmittel mit außergewöhnlichen Heilkräften, das wir jeden Tag zur Hand haben. Die darin enthaltenen Schwefelverbindungen, Flavonoide und Antioxidantien wirken genau dort, wo die moderne Medizin oft an ihre Grenzen stößt, nämlich an der Ursache von Entzündungen, übermäßiger Cholesterinproduktion und Gefäßverengungen. Wenn Sie diese Zwiebelkur regelmäßig einnehmen, unterstützen Sie Ihren Körper dabei, seinen Cholesterinspiegel auf natürliche Weise zu regulieren, die Gefäße zu reinigen und das Herz zu entlasten. Mit jedem Glas, das Sie trinken, leisten Sie einen kleinen Beitrag zur Reparatur Ihres Systems, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Sie fördern Ihre Durchblutung, reduzieren Entzündungen und helfen Ihrer Leber, Giftstoffe und überschüssiges Fett auszuscheiden. Viele meiner Patienten sagen nach nur wenigen Wochen: Herr Doktor, ich fühle mich leichter, meine Beine sind nicht mehr so schwer wie früher, ich kann endlich besser schlafen. Und das ist kein Wunder, sondern reine Biochemie. Wenn Ihr Blut frei fließt, Ihre Arterien offen sind und Ihr Herz entlastet ist, spüren Sie, wie Ihr Körper wieder ins Gleichgewicht kommt. Aber vergessen Sie eines nicht: Diese Kur ersetzt keinen gesunden Lebensstil. Dieser ist Ihre Grundlage. Wenn Sie diese Kur mit Bewegung, ausreichender Flüssigkeitszufuhr und einer Ernährung kombinieren, die reich an Ballaststoffen, Gemüse und gesunden Fetten ist, legen Sie einen soliden Grundstein, der Ihr Herz über Jahrzehnte hinweg schützt. Als Arzt empfehle ich Ihnen, nehmen Sie diese Kur mindestens 3 Wochen lang jeden Abend ein. Beobachten Sie selbst, wie sich Ihr Blutdruck stabilisiert, Sie ruhiger schlafen und Ihr Energieniveau steigt. Notieren Sie Ihre Ergebnisse und teilen Sie sie mit anderen. Gesundheit ist ein Schatz, der wächst, wenn man ihn teilt. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Wenn Ihnen dieses Video geholfen oder Hoffnung gegeben hat, behalten Sie diese Informationen bitte nicht für sich. Teilen Sie dieses Video mit einem Freund, einem Familienmitglied oder
Vielleicht jemandem, der seit Jahren mit Cholesterinproblemen zu kämpfen hat, aber nicht weiß, dass die Lösung so nahe ist. Lassen Sie ein Gefällt mir für dieses Video da. Das hilft uns von Senior Gesund TV mehr Menschen zu erreichen. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie das Glockensymbol, damit Sie unsere zukünftigen Gesundheitstipps nicht verpassen. In unserem nächsten Video sprechen wir über 3 Lebensmittel, die, so unglaublich es auch klingen mag, als gesund gelten, aber ihre Arterien still und heimlich verstopfen. Viele Menschen wissen nicht, dass sie ihrem Herzen schaden, wenn sie diese Lebensmittel täglich zu sich nehmen. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen.